Projekt A-Product war ein voller Erfolg. Jetzt ist natürlich die Frage, was kommt als nächstes? Und damit willkommen zu einem neuen Flive Universe Video, Episode Burudeng Talk. Und ja, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, zwangsläufig, 1000%ig, dass unser Projekt A-Product ein voller Erfolg war. Das Upgrade-Event kam zwar zu früh, wie ihr euch sicherlich denken könnt, aber überraschenderweise hatte ich mal nicht nur Glück, sondern eigentlich sogar, ich meine jetzt nicht ultra extrem viel Glück, aber naja, doch irgendwie schon. Also schon sehr viel Glück gehabt beim Upgraden, wodurch wir 3 Sachen plus 20 machen konnten. Also das war wirklich insane. Einmal 300, einmal 900, also 300 Quetsch, 900 Quetsch und 600 Quetsch. Insgesamt etwas über 1800. Für 3 mal plus 20 ist schon echt gut, muss man sagen. Selbst mit Upgrade-Event ist das ziemlich gut. Und dann habe ich jetzt noch ein Interly plus 19 mit 300 Fails oder so, 320 Fails oder so. Das heißt, beim nächsten Upgrade-Event würde man dann direkt schon wieder mit einem O-Ring starten, der 300 Fails hat. Also im Endeffekt genau die gleiche Ausgangsposition, die wir jetzt hatten. Das heißt, da muss man dann auch nicht ganz so viele A-Products theoretisch sammeln, um sich da wieder 1000 Dust zu holen. Aber ja, lief super gut, deutlich besser als ich erwartet hatte. Also ich hatte natürlich immer, also einer, muss ich frech zugeben, hatte ich gesagt oder hatte ich schon gedacht, ist das absolute Minimum. Immerhin hatten wir über 2000 A-Products plus Ausgangswert schon bei 300 Face starten. Also es wären dann 2300 Face gewesen. Was natürlich passieren kann, muss man bedenken, es kann passieren, dass man bei 2300 Face landet. Aber ist schon eher unwahrscheinlich. Also für die Leute, denen es passiert ist, tut es mir leid, weil das ist echt unlucky. Aber ich bin halt einfach davon ausgegangen, Durchschnitt, vielleicht ein bisschen extra. Und da wären eigentlich in jedem Fall einer Minimum eigentlich drin gewesen und ein zweiter auch durchaus möglich. Also auf 2 hatte ich gehofft und letztendlich waren es 3. Und das hat es natürlich dafür gesorgt, dass ich mir erstens viel besseren Schmuck holen konnte, als ich ursprünglich erhofft oder erwartet hatte. Also ich habe mit plus 2 und 3 gespielt, was man sich halt für 2000 Staub holen kann. Und jetzt habe ich mir 2 Ringe plus 4 holen können. Ein Ohrring plus 3, ein Ohrring plus 2 und die Kette plus 0. Und das ist schon insane gut. Also ich weiß gar nicht, was der Schmuck wert ist, aber wahrscheinlich ziemlich viel. Ist aber auch nicht so wichtig, weil ich benutze ihn ja natürlich selber. Ich behalte ihn natürlich. Und ja, war schon eine ziemlich coole Sache. Upgraden war auch ziemlich krass. Also so viele A-Products mal da rauszuballern, so viel zu upgraden generell. Ich habe schon ewig nicht mehr geupgradet. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich so richtig fett geupgradet habe, war definitiv auf dem FEC-Server. Also war mal wieder eine nice Experience. Die Glücksspielsucht mal wieder ein bisschen befriedigt. Und ja, lief alles in allem einfach nur gut. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, weil es so gut lief, hat sich Projekt A-Product damit ja eigentlich erledigt. Also das erwartete Ende wäre eigentlich gewesen wahrscheinlich, okay, war zwar, also okay, Upgrade-Event kam, vielleicht 1 oder 2 plus 20, aber eigentlich wollen wir noch mehr oder so. Wäre jetzt vielleicht das, wie gesagt, hätte ein Ende werden können, aber ist jetzt tatsächlich nicht so. Und jetzt wurde ich natürlich schon wieder direkt gefragt, was mein nächstes Ziel ist oder whatever. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, der so ist, aber ich meine, ich habe nicht instant, nachdem was funktioniert, direkt immer nächstes Ziel. Also zumindest kein nächstes großes Ziel. Nicht im Sinne von, okay, ich werde es 3 Monate lang spielen und jeden Cent in A-Products investieren. Also das habe ich jetzt gerade nicht. Glaube ich zumindest. Also ich habe halt ein paar Möglichkeiten, auf die ich mich jetzt fokussieren könnte. Also ich denke, A-Products in der Menge sammeln eher nicht. Also ich meine, gut ist ja, dass man sowieso passiv durch sehengebundene Products von Events, Battle Pass etc. auf jeden Fall trotzdem Products sammelt. Also wenn jetzt nochmal ein Schmuck-Upgrade-Event kommen würde, also ich meine, wird ja frühestens hoffentlich im April oder so sein, also mindestens wieder 2 Monate. Und wenn wir schon fast Februar, also ich hoffe, vor April kommt auf jeden Fall nichts. Das heißt, da kann man wieder ein paar Battle Pässe auf jeden Fall mitnehmen, ein paar Events mitnehmen. Das heißt, bis dahin sollten sich wieder auf jeden Fall sehengebunden die ein oder anderen 100 Products finden lassen. Und ja, ich meine, ein paar werde ich natürlich schon kaufen, also wenn ich günstiger finde, auf jeden Fall. Oder wenn ich sonst nichts anderes, was mir sonst nichts anderes einfällt, zu kaufen oder so, werde ich mir das natürlich auch dann eventuell besorgen. Aber grundsätzlich ist eigentlich der Plan jetzt nicht mehr alles in A-Project zu investieren, weil wir es einfach nicht mehr müssen. Weil, also ich wurde jetzt natürlich auch schon nach dem Elementor-Spruch gefragt. Es ist halt so, ich habe halt auf dem Elementor den FEC-Schmuck. Und auf dem FEC oder mit dem FEC-Schmuck ist halt meine persönliche Meinung, lohnt es sich nicht plus 20 zu machen. Ich würde sogar fast behaupten, es lohnt sich nicht mal plus 19 zu machen. Weil das ist ja accountgebundenes Zeug. Und das Problem bei dem accountgebundenen Zeug ist schlichtweg, dass ich halt damit nichts
mehr wirklich, also ich will da auf jeden Fall keinen einzigen Cent mehr investieren im Endeffekt, nichts mehr investieren. Und eigentlich will ich es gar nicht mehr haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das ja von Anfang an gesagt, mit einem Wermutstropfen, mit dem Account gebunden. Dann haben sie ja komplett, also am Anfang hieß es ja, ja, Schmuck wird irgendwie übertragen und Set-Effekt kann man sich dann vielleicht zurückholen, pipapo, irgendwas. Also so wie sie es am Anfang angekündigt haben, war es ja letztendlich gar nicht. Hat man halt leider erst sehr spät erfahren. Beziehungsweise hat man es überhaupt erfahren während FEC? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall, während dem FEC wusste man es nicht wirklich. Und als man es dann wirklich wusste, war es viel zu spät. Also da war man schon viel zu deep drinnen in dem ganzen FEC-Thema und so. Also ich bin immer noch der Meinung, die haben uns da heftig verarscht, muss man einfach sagen. Es hätte von Anfang an eigentlich klar sein müssen, wie das alles ablaufen würde mit dem Schmuck, weil alles andere war einfach nur ein Witz, ehrlich gesagt. Aber gut, ich will mich jetzt nicht wieder so viel drüber aufregen oder beschweren. Fakt ist einfach, ich habe jetzt diesen accountgebundenen Schmuck am Popo kleben und will ihn eigentlich gar nicht haben. Und das heißt halt, ich will hier auf jeden Fall nicht noch mehr Geld reinstecken. Ja, es ist schon ein Verlust, ein Zeitverlust größtenteils. Ich meine, ich habe den FEC-Schmuck mehr oder weniger for free bekommen. Also ich meine, ich habe ihn gegrindet, das hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Aber ich habe auf jeden Fall, also offensichtlich keine F-Coin dafür ausgegeben, aber natürlich auch so jetzt nicht nochmal Geld irgendwie auf Boden groß reingesteckt. Und das Ziel wäre hier eigentlich wahrscheinlich nur mit sehengebundenen oder nur mit minimalem Investment vielleicht noch das eine oder andere Upgrade zu kriegen. Ich meine, die Ohrringe hier zum Beispiel sind nicht mal plus 15, also ich meine, ja, das müsste wahrscheinlich schon noch gemacht werden. Ich meine, da reden wir ja hier von, keine Ahnung, von nicht sehr ultra viel Geld. Ich rede jetzt hier nicht von tausenden Products, sondern hier vielleicht das eine oder andere Upgrade noch machen, damit es halt irgendwie Sinn macht, dass man vielleicht noch ein paar Fragmente mitbekommt oder sonst was. Aber letztendlich wird es einfach so sein, dass ich den Schmuck jetzt zerlegen werde auf relativ niedrigen Upgrade-Stufen. Definitiv, wie gesagt, nicht plus 20, höchstwahrscheinlich auch nicht mal plus 19. Und mir dann halt nur wenig Staub holen werde, accountgebundenen Staub. Und dann hole ich mir halt ein cleanes Schmuckset oder so. Also für ganz wenig Staub, für die minimalen Staubkosten oder halt vielleicht ein Upgrade oder so. Mal schauen, was dann letztendlich bei rumkommt. Ein bisschen geupgradet ist es ja, plus 17, plus 18 haben wir zumindest 2 Teile. Also ein bisschen Staub werden wir schon haben. Aber, und man kriegt dann noch den 30% Bonus durch FEC-Schmuck. Aber ganz ehrlich, dieser Bonus macht es halt einfach nicht wieder gut, weil du hast dann wieder accountgebundenen Schmuck. Und wenn irgendwann nochmal besserer Schmuck rauskommt, kannst du es wieder nicht verkaufen und du bleibst wieder auf dem Scheiß hocken. Und deswegen will ich da kein Geld mehr investieren. Und das gleiche geht halt für den Knight. Beim Knight habe ich ja auch FEC-Schmuck. Und deswegen werde ich bei den beiden halt zwangsläufig irgendwann Dungeons farmen müssen, mir Fragmente holen müssen und sehr viele Fragmente holen müssen wahrscheinlich. Und dann werde ich da halt wahrscheinlich einfach, wie gesagt, möglichst cleanen oder low geupgradeten Schmuck holen und das Ganze dann hoffentlich hinter mir lassen. Beim Knight ist es halt doppelt ärgerlich, weil eigentlich bräuchte ich da den Schmuck gar nicht unbedingt. Beim Tank-Schmuck, ja gut, könnte man halt gucken, ob sich der so sehr lohnt, aber wie gesagt, ist halt dann auch wieder Account gebunden, also es ist einfach ätzend. Also ich hasse diese FEC-Thematik mittlerweile so sehr und irgendwie jeden Tag oder mit jedem Event oder mit jedem großen Ereignis in Fly Universe bereut man es irgendwie ein bisschen mehr. Also gefühlt bin ich der Einzige, der es so sieht. Finde ich überraschend, ehrlich gesagt, dass sich da keiner genauso verarscht fühlt wie ich. Aber gut, ich bin meistens mit meiner Meinung alleine tatsächlich. Von dem her ist das jetzt auch nicht so ultra verwunderlich. Aber letztendlich kann man es nicht ändern. Und ja, Fakt ist auf jeden Fall, wir werden jetzt nicht nur noch in A-Products investieren. Oder ich werde jetzt nicht nur noch in A-Products investieren, sondern habe jetzt wie gesagt mehrere Optionen. Und diese Optionen sind folgende. Im Endeffekt natürlich weitere A-Products, keine Frage. Das wäre Option 1. Aber wie gesagt, davon bin ich momentan stark eher abgeneigt. Also nicht gar keine kaufen, aber auf jeden Fall nicht nur noch kaufen. Und das andere Thema ist halt, ich habe ja gesagt, meine Jahrespläne für dieses Jahr auf jeden Fall mindestens ein gutes A-Pad zu bekommen. Was jetzt auch durchaus mehr Sinn macht, weil mein Blade hat jetzt so viel Crit-Rate. Gut, er ist aktuell noch stark auf Dex gestattet, muss man dazu sagen. Aber mein Blade hat aktuell sehr viel Crit-Rate. Und generell habe ich halt ein Pad, 1, 2, 3, 4, 5 Krabben-Pad, also eines der teuersten CS-Pads, oder die Krabbe müsste eigentlich sogar das teuerste CS-Pads, glaube ich, sein. Und die steht zwar noch nicht bald vom Level ab, aber wäre auch schlecht, weil ich habe nämlich aktuell noch überhaupt keine Reroll-Pads. Aber sie wird auf jeden Fall, weil ich sie jetzt wahrscheinlich aktiver benutzen werde mit meinem Blade oder überhaupt mal benutzen werde mit meinem Blade. Das heißt, die wird früher oder später auch mal Richtung A kommen von den Prozenten her. Und dann wird es Zeit, sie auf A umzuwandeln und höchstwahrscheinlich auch Zeit, sie zu rerollen, weil ich gehe nicht davon aus, dass ich beim First Try eine 7 bekommen werde. Das wäre natürlich hammergeil, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Und deswegen werden wir dann wahrscheinlich da ein bisschen rerollen, so wie ich es jetzt mit meinem B-Crit-Rate-Pad gemacht habe. Und das heißt, da werde ich vielleicht ein paar Rerolls sammeln. Ist eigentlich etwas, in das man nicht zu viel investieren sollte, weil anders als bei Schmuck oder so, wo wirklich jedes fehlgeschlagene Product trotzdem irgendwo einen Wert hat. Ich meine, Schmuck-Upgrade kann extrem nach hinten losgehen. Jedes Upgrade, jedes Gambit in Fly kann extrem nach hinten losgehen. Aber ich finde, mit dem Schmuck-Pity-System
vor allem beim Schmuck halt mit dem Upgrade-PD-System, das ist halt wirklich cool, weil du kannst halt nie irgendwie so ganz leer ausgehen. Also ich meine, natürlich, das tröstet dich nicht wirklich, wenn du jetzt bei 2500 Face bist, bei plus von 19 auf 20 und du bist schon so heftig im Minus, dass es vollkommen egal ist, wann es klappt. Du hast einfach nur tonnenweise Geld verloren, keine Frage. Aber das Problem ist halt beim Schmuck irgendwie, irgendwann muss es klappen. Bei den Pets, also das Problem bei den Pets, besser gesagt, beim Schmuck ist es irgendwie gut, dass es irgendwann klappen muss. Einfach von der Wahrscheinlichkeit her. Ich meine, wenn er irgendwann mal bei 1% oder so angekommen ist, ich meine, irgendwann kann es einfach nicht mehr fehlschlagen. Sag ich mal. Was, wie gesagt, trotzdem schlecht wäre. Aber bei den Pets ist es halt so, da hast du gar keine Garantie. Da kannst du 100 Mal rerollen, selbst wenn die Chance 5% ist. Und theoretisch kannst du nach dem 100. Mal immer noch nicht hitten. Und das ist halt ein großes Problem, weil die Rerolls sind natürlich schweineteuer. Und da will ich natürlich nicht mein ganzes Geld, also ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal irgendwie 10 Milliarden Items oder in Pets anzusammeln und da zu rerollen, dann klappt es nicht. Aber ja, keine Ahnung, es ist halt so einer der nächsten Schritte. Also ich meine, mein Blade hat jetzt eigentlich ziemlich gutes Equipment. Mir fehlen zwar noch ein paar A-Karten theoretisch, aber grundsätzlich ist mein Blade jetzt schon extrem gut ausgerüstet. Also Set plus 10, 28%, Extra plus 10, natürlich noch Bloody und so, keine Frage. Aber mein Blade ist eigentlich im Endgame-Equipment angekommen. Meine Ultimate-Waffen wären jetzt halt natürlich das nächste und das 150er-Set, keine Frage. Wie gesagt, aber trotzdem ziemlich sehr gutes Equipment, vor allem extrem guter Schmuck. Und ja, dann wäre halt das nächste jetzt natürlich Pet. Beim Elementor ist es halt so, mein Elementor hat eigentlich auch extrem gutes Equipment, eigentlich das gleiche wie beim Blade. 10 A-Karten in der Waffe, auch Set plus 10, 28% natürlich Pipapo. Auch ziemlich guter Schmuck, nicht extrem guter Schmuck, aber wie gesagt, beim Schmuck haben wir uns ja gerade schon drüber unterhalten. Beim Elementor wäre es eigentlich auch hauptsächlich ein Pet, das mir noch fehlt, ein sehr gutes. Da muss ich auch mal gucken. Also ich bin eigentlich tatsächlich wieder daran interessiert, jetzt wo es mit den Aproids so gut lief, auch dem Elementor endlich ein Pet zu kaufen. Hatte ich ja schon mal vor, wenn ihr euch daran erinnern konntet, aber ich habe einfach nichts gefunden, was irgendwie gepasst hat. Ja, und da muss ich halt jetzt schauen, ob ich mir erst das Pet für den Elementor hole oder ob ich direkt anfange, Reroll-Pets zu kaufen. Oder ob mir noch was anderes einfällt. Also ihr merkt schon, ich bin noch nicht hundertprozentig festgelegt, deswegen habe ich ja gesagt, es gibt mehrere Alternativen. Aber es geht alles für mich auf jeden Fall in die Richtung Pets. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, willst du jetzt wirklich rerollen und dann, wenn es wieder nicht klappt, wie beim B-Pet zum Beispiel, und ich meine, gut, es war ein Crit-Rate-Pet, das ich nicht zwingend brauchte, und es waren noch ein paar Pets dabei, die ich schon vor langer Zeit gekauft hatte, als sie noch deutlich günstiger waren und pipapo. Aber trotzdem grundsätzlich irgendwie, ja, schon ein hohes Risiko, muss man sagen. Und vor allem bei A-Rerolls, ich meine, B-Rerolls sind schon verdammt teuer mit über 100 Mio oder knapp über 100 Mio pro Reroll. A-Pets kosten basically doppelt so viel. Das heißt, selbst nur 5 Rerolls bist schon bei 1 Milliarde und die Wahrscheinlichkeit natürlich auf die vor allem hohen Level, die man wirklich haben will, ja, die ist halt natürlich echt nicht hoch. Also, sag mal so, da bräuchte man eigentlich schon mindestens 10 Rerolls, um eine halbwegs realistische Chance zu haben, zumindest ein Level über 4 zu hitten. Also ich meine, selbst 4 glaube ich nicht so viel Prozent, aber 5, 6, 7 noch umso weniger. Also das ja, kann schon heftig nach hinten losgehen. Wie gesagt, kostet verdammt viel Geld und ist halt pures Glücksspiel. Also ob das so eine gute Idee ist, ist es definitiv nicht. Ich sage es euch ganz ehrlich, ist es definitiv nicht. Ich würde das niemals jemandem von euch empfehlen, ganz ehrlich. Aber naja, man muss ja irgendwie Content machen mit dem Spiel. Und leider gibt es in Flyfight basically eigentlich nur Glücksspiel. Das ist der beste Content, den jeder sehen will. Und naja, gehört halt einfach irgendwie zum Game dazu. Aber ihr merkt schon, es geht auf jeden Fall Richtung Pets. Wie gesagt, sonst equipment-technisch sind mein Elementor und mein Blade einfach top ausgestattet. Also da kann man, ich meine, man kann immer was verbessern, ne? Aber Ultimate-Waffen in die Richtung will ich mich eigentlich nicht bewegen, weil das sage ich auch immer im Stream. Also ich finde einfach Preis-Leistung bei den Ultimate-Waffen oder nicht mal unbedingt Ultimate-Waffen, auch die cleanen Waffen. Ich finde einfach Preis-Leistung ist da nicht da. Da wird mir zwar auch immer gegengeredet und so, aber ich sehe es halt immer noch aus der Perspektive von einem absoluten Free-to-Play-Spieler. Und es ist mir ziemlich egal, wie gut die Waffen sind. Die können noch so gut sein, noch so krass sein. Ich bezweifle nicht, dass sie gut sind. Ich bezweifle nicht, dass sie krass sind. Aber ich bezweifle mal, dass ein Upgrade von meinem aktuell ziemlich krassen Bloody Stuff mit 10 A-Karten zum Beispiel, dass das Upgrade so groß ist, dass es sich lohnt, 10 Milliarden oder was auch immer die kosten, für eine cleane Waffe auszugeben, für die ich dann nochmal so und so viel x Milliarde, kein Mensch weiß, wie viel das kosten könnte, dann nochmal in Rerolls upgraden, Ultimate machen und wieder zurück machen, nochmal rerollen, pipapo. Also das ist so extrem viel Geld. Also wir reden hier von unfassbar viel Geld, von Geld, für das man mehrfach Schmuck plus 20 theoretisch upgraden könnte, tausende A-Products kaufen könnte und sonst was.
also das sind Beträge, das ist halt nicht mehr lustig. Also für eine cleane Waffe, also ganz ehrlich. Also jedem Free-to-Play-Spieler sollte im ersten Moment sofort klar werden, bei solchen Beträgen, Junge, das kann sich nie im Leben lohnen. Also ganz ehrlich. Und das ist einfach meine momentane Meinung. Die Waffen sind auch gefühlt noch 0 günstiger geworden. Von der Dropratenerhöhung merkt man, finde ich, auch wenig. Gut, ich bin jetzt nicht so aktiv am Suchen natürlich. Also kann schon sein, dass sich da ein bisschen was getan hat. Zugegebenermaßen. Aber es hat sich auf jeden Fall nicht sehr viel getan. Das weiß ich. Und ja, also ich bin da einfach raus. Also das ist mir einfach viel zu teuer für ein viel zu geringes Upgrade. Beziehungsweise, ja doch, es ist einfach Preis-Leistung kann da einfach nicht stimmen. Und ich habe noch so viele andere Sachen, wie gesagt, vor allem in der Pet-Front, die ich noch verbessern kann, wo ich noch investieren kann, dass ich halt einfach mich momentan noch nicht genötigt fühle, da reinzugehen. Wenn ich mal sehr gute A-Pads habe, also ich habe ja gesagt, dieses Jahr mindestens ein krasses A-Pad will ich haben, wenn wir das jetzt auch noch relativ bald erreichen sollten, innerhalb der nächsten Wochen, Monate. Ich meine, ja, dann irgendwann gehen mir die Optionen aus. Ich meine, dann könnte ich noch weitere Charakter ausrüsten, theoretisch. Ich meine, irgendwann gehen mir die Optionen aus. Also irgendwann komme ich nicht mehr drum herum, auch in die neuen Waffen einzusteigen und so, keine Frage. Aber ich will es also, wie gesagt, so lange wie möglich rauszögern, weil eigentlich können sie nur günstiger werden. Teurer werden bei den Preisen, die da kursieren. Also die erste Luzagas Crystal X wurde irgendwie für 21 Milliarden oder sowas verkauft oder 20, 22, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich meine, also keiner kann mir ernsthaft ins Gesicht sehen und mir sagen, dass sich das gelohnt hat, 22 Milliarden für eine cleane fucking Waffe auszugeben. Also, das kann keiner ernst meinen. Also es ist einfach absurd, ja. Und wie gesagt, es kann nur günstiger werden. Dropratenerhöhung kam jetzt auch noch. Die war natürlich minimal, probably, keine Frage. Aber es kann einfach nur günstiger werden. Das heißt, je länger man wartet, desto besser ist es. Und ja, so sehe ich das einfach momentan. Also ich werde jetzt einfach mein Programm weiter durchziehen wie bisher. Das heißt, einfach so viel Geld farmen wie irgendwie möglich. Und ja, ich meine, wie gesagt, nicht nur in Pet-Rerolls wahrscheinlich investieren. Also ich probiere es dann wahrscheinlich hier und da schon an einer bisschen klügeren Stelle anzusetzen. Also mir wurde jetzt auch nahegelegt, mir vielleicht zum Beispiel beim Crit-Rate-Pad einfach ein besseres Crit-Rate-Pad zu kaufen. Und zugegebenermaßen beim Crit-Rate-Pad bin ich schon hart am Überlegen. Also ich weiß nicht, ob es da überhaupt perfekte gibt. Also A, B. Ja, wobei B würde keinen Sinn ergeben, weil mein Crit-Rate-Pad ist fast perfekt auf B. Das wäre kein wirkliches Upgrade. Außerdem brauche ich mein Crit-Rate-Pad eigentlich gar nicht mehr unbedingt. Aber ja, also ich werde schon irgendwo auch ein paar kluge Investments machen. Aber natürlich wird auch wieder gegambelt. Also A-Rerolls sind sicher, die werden kommen. Aber das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Wie gesagt, 10 Rerolls sind alleine schon 2 Milliarden. Und theoretisch hätte ich dann ja, wenn ich mir jetzt noch ein anderes Pad kaufe für den Elementor, dann müsste ich ja sogar nochmal rerollen dann eventuell. Und ihr wisst es, also ja, wird sich jetzt wieder ein bisschen hinziehen. Mit den A-Projects hat sich jetzt ja auch ein paar Monate hingezogen. Aber wenn wir dann reingehen, in was auch immer es genau sein wird, es wird auf jeden Fall heftig werden. Und ja, also noch nichts ganz Konkretes kann ich euch leider mitteilen, aber ich wollte es einfach nochmal zusammenfassen, was jetzt quasi passiert ist mit dem Event. Also ich bin auf jeden Fall super zufrieden und ich habe mich echt gefreut, dass es so gut funktioniert hat. Und ja, also ich bin deswegen auch einfach so unvorbereitet auf die kommende Zeit, weil ich halt einfach nicht erwartet habe, dass das wirklich funktioniert. Also ich bin immer noch, ehrlich gesagt, ein bisschen im Unglauben, dass das wirklich so krass funktioniert hat mit den Products, die wir hatten. Und das ist einfach, ehrlich gesagt, absurd. Und damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video oder Stream. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.